Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute mal wieder ein kleiner Haul. Es ist wirklich ein kleiner Haul, es ist aber ein absolutes Mega-Highlight dabei. Deswegen bleibt bis zum Ende dran, weil das Teil ist wirklich richtig geil. Und hier haben wir eine Platte, die vom Flohmarkt kommt. Das ist tatsächlich nicht meine, sondern sie gehört einem Kumpel. Sie steht gerade bei mir, weil ich sie einmal mit durchwaschen soll, wenn ich mal wieder einen Plattenwaschgang mache. Ich wollte es nur mal zeigen, was für coole Sachen man für 3 Euro auf dem Flohmarkt kriegen kann. Ich hätte sie natürlich auch mitgenommen. Ja, cooles Ding. Carcass, The Hard Works EP. Ist auf Discogs, ich gucke ja nicht gerne bei Discogs, aber bei eBay findet man sie nicht. Also ich gucke schon gerne bei Discogs, aber halt manche Platten sind da völlig überteuert. Die hier ist so um die 40, 50, 60, sage ich mal, eingepreist. Ob man es jetzt dafür bekommt, ich mag es zu bezweifeln, aber ja, ist auf jeden Fall für 3 Euro ein richtig guter Fund. Schöne alte Death Metal Band und das ist auf jeden Fall ein geiles Teil. Ich wollte das euch nur noch mal zeigen, damit man ja mal so als Beispiel sehen kann, was man für kleines Geld auf dem Flohmarkt schießen kann. So, jetzt kommt ein Teil, das ist mir ein bisschen glücklich in die Hände gefallen. Ich könnte jetzt eine lange Geschichte dazu erzählen. Ich mache es einfach kurz. Ich habe mir einen langen Traum erfüllt und das ist der 1978er Kiss Flipper mit einer Originalscheibe, mit dem Original S, nicht dem, der später rauskam, mit dem Standard Schreibschrift S, nenne ich es jetzt mal. Und ja, der hatte auch ein paar Kiss-Platten und ich hatte ein paar Kiss-Platten mitgenommen. Dann haben wir dann noch so einen kleinen Tausch gemacht und er hatte halt diese Erstpressung, also nicht Erstpressung, also das Debütalbum, so, das meine ich, nicht Erstpressung. Und ich habe die gesehen und dachte mir gleich, oh, die sieht merkwürdig aus, das ist irgendwas aus dem Ausland. Und siehe da, es ist eine italienische Pressung. Leider hat hier irgendjemand Gene ein bisschen Rouge verpasst. Ich habe es, egal mit was für Mitteln, nicht abbekommen. Ich habe sogar vorsichtig probiert, mit Nagellackentferner ranzugehen, weil es aussieht wie Nagellack. Ich habe es nicht abbekommen. Leider sind diese roten Flecken immer noch drauf, aber ich habe einfach gegen eine, weil ihm das nicht wichtig war, er sammelt einfach nur so Platten, eine Standardpressung von Kiss, eine damalige Standard-US-Pressung, die ich noch hatte, doppelt mit in diesem Karton, die ich auch auf den Flohmärkten immer mit habe ich dagegen getauscht, weil ihm das halt nicht so wichtig war, dass die aus Italien kommt. Ich persönlich habe eine weitere Auslandspressung in meiner Sammlung, habe mich sehr gefreut, gehörte halt zu dem Deal, den wir gemacht haben, dass ich an diesen Flipper rankomme. Ja, haben wir da noch so weiter gedealt. Kommen wir zu etwas Unspektakulären. Jetzt denkt jeder, Gottes Willen, was will er mit der Scheiße? Aber das ist ja natürlich ein Sampler. Ich sammle immer Sampler, wo Kiss oder Depeche Mode drauf ist. In diesem Falle ist es wieder Depeche Mode mit Leave in Silence. Hat mir ein Kumpel von dem Flohmarkt mitgebracht, wo er die Carcass gefunden hat und ja, 1 Euro, das stelle ich mir ins Regal. Jetzt kommt ein kleines Highlight, bevor wir zum Burner kommen. Nee, halt, oh Gott, Moment, ich habe die noch vergessen. Ich habe mir keinen Monat ohne Front 242 eine Single geholt, die ich noch nicht hatte. Und zwar ist das die hier, das ist, glaube ich, eine spanische Pressung. Hatte ich noch nicht. Never Stop in einer 7-Inch Vinyl, sehr, sehr schönes Ding. Jo, ist jetzt auch in der Sammlung. Und dann kommen wir zu einem Front 242 Teil, das ich schon sehr, sehr lange suche. Und da ist sie endlich, Front 242 Television Program. Eine der wenigen Live-Bootlegs, die es von Front 242 auf Vinyl gibt. Es gibt ein paar auf CD, ganz wenige auf Vinyl. Die gehört dazu. Soundqualität der Mitschnitte da drauf ist grandios. Geniales Live-Bootleg. Werde ich euch demnächst auch mal in den Shorts mal zwischendurch mal zeigen. Absoluter Hammer. Das ist außerdem das Cover, was ist auch von der This is Electronic Body Music oder so heißt der Sampler, wo auch Front 242 drauf ist. Die habe ich auch und das ist dasselbe Cover. Hier halt aber nur mit Front 242. Wesentlich geiler. Und da haben wir halt die Songs drauf. Absoluter Knaller. Ich freue mich sehr, die endlich in meiner Sammlung zu haben.
Versuche ja Front 242 Vinyl technisch relativ komplett zu kriegen. Wird mir gerade ein bisschen schwer gemacht, weil ständig neue Pressungen jetzt auch rauskommen. Aber die alten bin ich gerade am Komplettieren und ich bin auf einem guten Weg. So, jetzt kommen wir zu einer Sache. Ich muss es kurz aus der Hülle holen. Die habe ich euch in meinem Dan Bosch Haul gezeigt. Und zwar die original unterschriebene Gene Simmons 2014er Repress. Hat so ein mattes Cover. Und ich bin ja in vielen Facebook-Vinyl-Gruppen unterwegs, auch sehr KISS-lastige Gruppen, auch in Amerika. Und da gibt es eine Person, der zweimal im Jahr Ace Frehley trifft und sich dann ganz viele Sachen unterzeichnen lässt. Also er lässt sich dann auch Sachen zuschicken, man kann ihm Geld geben, schickt ihm seine Platte, ist in Amerika natürlich leichter als von Deutschland, und dann bekommt ihr das Teil von ihm signiert nach Wunsch, je nachdem, ob da eine Widmung drauf ist oder je nachdem kostet es halt immer ein bisschen mehr, aber es ist immer noch relativ günstig in Amerika. Was habe ich jetzt getan? Ich habe natürlich mit dem Kontakt aufgenommen, weil ich nach der, die ich jetzt habe, gerne auch eine Ace Frehley Scheibe hätte. So, und da habe ich natürlich auch die 2014er, das ist das Inlay. Das Poster ist mit dabei und ich hole sie einmal raus und lege sie dann vorsichtig neben die Gene und sie ist wirklich wunderschön. Ich schiebe sie erstmal ganz ins Bild. So, und da seht ihr sie original unterzeichnet, 2014er Repress, auch mit diesem matten Cover und im wunderschönen Blau unterschrieben. Mit diesem Saturn- und Stern-Artwork, das Ace gerne auf Sachen raufmalt. Hat er damals auch beim Meet and Greet auf meine Gitarre gemalt. Und ich finde es absolut grandios und ganz ehrlich, die beiden nebeneinander, was soll man da sagen, ist einfach nur, oh Gott, ein bisschen ins Bild, ich muss aufpassen, dass ich hier keine Kratzer irgendwie von oben rein mache. Sieht einfach nur geil aus und ich bin super froh, die beiden zu haben. Jetzt hatte ich Hoffnung, es gibt so 1-2 Läden auch in Amerika, Online-Shops, die auch KISS-Sachen haben unterschrieben. Da gab es die Paul Stanley in lila unterschrieben. Leider mittlerweile ausverkauft. Ich ärgere mich sehr, aber das war auch ein super teures Unterfangen. Also da wäre ich nicht mit Zoll, Shipping und allem wahrscheinlich unter 350 € rangekommen. Da war das hier Gott sei Dank wesentlich günstiger. Und die Paul fehlt mir leider. Jetzt suche ich noch die Peter, am besten in grün unterschrieben. Wäre die noch in rot unterschrieben, wäre es natürlich ein Oberhighlight. Aber ja, man kann nicht alles haben. Vielleicht bekomme ich sie irgendwann nochmal, wer weiß es. Auf jeden Fall ist das gerade so ein bisschen mein Ziel. Ich habe die alle unterschrieben und selber gesammelt auf Picture Disc bei dem Meet and Greet damals. Und das sind jetzt halt die richtigen Cover. Und ich finde es einfach genial. Ich liebe die Solo-Face Cover, die sind einfach genial. Das Ace-Bild sieht cool aus, das Peter-Bild liebe ich sowieso. Das finde ich das beste Bild von Peter, was es gibt, obwohl es gemalt ist. Aber die Bilder sind einfach alle genial und ja, mit Unterschrift. Ich bin absolut begeistert. Bin auf eure Kommentare gespannt, was ihr dazu sagt. Ist ein mega Knaller. Und lasst einen Daumen da. Keep on rockin'. Tschüss.